Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Mütze spielt. In diesem Video sind wir auf dem deutschen Kreuzer der York unterwegs. Die Kapitänsskillung blende ich euch jetzt ein. Hier nochmal der Hinweis, das ist ein neuer Account, genauer gesagt mein NA-Account. Deswegen habe ich hier auch noch keinen 21er Kapitän. Zuerst schauen wir uns mal die Schiffsaufstellung an. Wir haben 2 DDs, 4 Kreuzer, 5 BBs und einen Flugzeugträger. Von Matchmaking, wir sind Low-Tier, das sollte man auch nochmal reinwerfen. Das bedeutet, die Runde wird auf jeden Fall sehr anspruchsvoll für uns. Meine Taktik ganz am Anfang war jetzt erstmal auf die Seite zu fahren, zu gucken, welche Schiffe wir farmen können. Das ist so das Hauptziel, was ihr mit der York verfolgen wollt. Allgemein mit den deutschen Kreuzern. Ihr sucht euch halt eine Flanke aus, wo ihr möglichst wenig Cross-Shots bekommen könnt. Und wo ihr in Ruhe euch dann einzelne Schiffe rauspieken könnt und mit eurem guten Pen, ihr habt ja einen besseren Pen, ein Viertel-Pen auf der HE, Schiffe abfarmen zu können und in Brand stecken zu können. Anfang Positioning dauert immer ein bisschen. Wir haben auf die York keinen Heal. Das macht es tatsächlich immer ein bisschen anspruchsvoll, gerade für die Low-Tier-Cruiser, weil wenn ihr da mal eine gute BB-Salve bekommt, dann kann das Game auch ganz schnell für euch vorbei sein. Ihr seht, ich suche mir jetzt schon die ersten Ziele. Versuche hier mit HE meine Brände zu setzen, meine Pens unterzubringen. Es ist immer von Vorteil, wenn ihr auf einer Flanke spielt, wo reingepusht wird. Macht es für euch deutlich einfacher, um euren Damage zu farmen, um auch im Kite zu gehen. Ich stehe jetzt hier relativ breit. Ist tatsächlich relativ risky, aber ich versuche jetzt hier auch über ein bisschen vorwärts, rückwärts meine Fahrtrichtung etwas undurchsichtig zu machen. Bin jetzt aber auch zu, das heißt erstmal keine Probleme. Ihr müsst halt viel auf die Minimap schauen mit diesen Kite-Cruisern. Ihr müsst halt wissen, wo kommt potenziell ein Push. Und wenn ich jetzt auf die Minimap gucke, sehe ich so 1er, 2er, 3er Linie. Da sind 3 BBs, die Nose-In in Richtung J-Linie fahren. Das heißt, da ist wahrscheinlich das ein oder andere Ziel, das man sich holen kann. Auch die Ipiranga dreht jetzt wieder ein. Das bedeutet, ich bringe mich jetzt so langsam in Position. Mein Tipp ist auch immer, wenn ihr das Schießen anfangt, schaut, dass ihr schon am Rausdrehen seid und nicht erst quasi in den Turn reingeht. Weil dann seid ihr noch bereit und dann könnt ihr noch gepunished werden. So habe ich schon einen guten Winkel zum BB. Die meisten BBs schießen auch tatsächlich eher ungern auf euch, wenn ihr angewinkelt seid. Weil das AMG muss halt dann entscheiden, ob ihr gepunished werdet oder nicht. Ihr seht, ich bin auch zweimal anvisiert. Ich würde behaupten, dass vorrangiges Ziel auf jeden Fall ein guter Skill ist auf Kite-Kreuzern, um mal zu sehen, seid ihr anvisiert. Muss ich mich vielleicht zugehen lassen, weil wenn da jetzt zum Beispiel eine 5 steht, dann wäre ich ziemlich nervös. Was auch noch ein guter Hinweis ist, lasst euch auch gerne einfach mal zugehen. Ich weiß, man schießt gerne, man versucht immer sein Damage zu machen, aber in manchen Situationen ist es halt einfach sinnvoll, mal zuzugehen. Wenn der Beschuss vielleicht zu groß wird, wenn ihr zu viele Ziele auf euch habt oder wenn ihr euch einfach mal umpositionieren wollt, ist auch nochmal ein wichtiger Faktor. Ich reverse jetzt wieder zurück und fokussiere mich jetzt auf die 1er-Linie, weil da kommen jetzt 2 BBs, die ich höchstwahrscheinlich hier hinterm Berg noch abfarmen kann. Da ist jetzt die Frage, ob noch was in meinem Spotting ist, wenn ich schieße. Also wenn ich Glück habe, kann ich die verdeckt farmen. Wenn ich Pech habe, nicht. Aber dann muss ich halt auf die Shots, die höchstwahrscheinlich von den BBs kommen werden, aufpassen. In dem Fall kann ich verdeckt schießen. Ihr seht es am Kreis auf der Minimap. Nichts ist in meiner Spotting Range drin. In meiner Max Spotting Range, wenn ich schieße, kriege ich auch den ersten Brand. Das ist immer sehr, sehr fein.
Bei sowas könnt ihr auch immer schauen, hat der Gegner Damage-Con gezogen oder läuft die gerade, dann könnt ihr ein anderes Schiff euch aussuchen und das farmen, damit ihr eure Brände möglichst gut verteilen könnt und euren Schaden möglichst gut nach oben kriegen könnt. Ich kriege jetzt hier den Permabrand auf die Tennessee, der hat den Einserbrand schon gecleansed. Deswegen bleibe ich jetzt auch auf dem drauf. Ich möchte hier einfach noch mehr Brände setzen und vielleicht einen Dreifach-Brand hier kriegen. Was aktuell sehr gut aussieht. Ich habe schon meinen Doppelbrand drauf. Versuche jetzt hier auch meiner Aziten damit zu helfen, weil der es zufälligerweise geschafft hat, in 3 Schiffe reinzufahren, was tatsächlich nicht so angenehm ist. Aber man sieht, der Gegner pusht hier wirklich sehr stark runter. Und ich nutze es noch, solange ich hier verdeckt schießen kann. Sonst aktueller Blick so ein bisschen auf die Minimap. Wir sind bei C gut rausgedrückt worden, kriegen aber jetzt unten hier die Nürnberg. Punktetechnisch ist es alles noch relativ close. Ziten kriegt ihr auch nicht die Torpedotreffer auf die Ismail, das wäre noch ganz nice gewesen. Kriegt hier aber nochmal einen Brand auf die Tennessee. Die leidet hier tatsächlich richtig krass über die Brände. Die geht jetzt aber zu, deswegen hole ich mir jetzt hier die Shots auf die Ismail. Krieg jetzt hier aber den Kill und dann gleich den Brandstifter nach 8 Minuten. Das heißt, lief gut auf der Flanke. Konnten gut Damage machen, konnten gut Brände setzen. Das sieht man auch wieder, wie wichtig es ist, als BB-Spieler seine Damage-Con richtig zu managen. Ein Einserbrand zu clearen ist halt tatsächlich sehr gefährlich, wenn du in eine Seite reinfährst, wo vielleicht viele Farmcruiser sind. Bin jetzt noch auf der Ismail drauf, versuche den jetzt noch runter zu farmen, wobei man sagen muss, Ismail ist immer ein bisschen problematisch. Der hat wenig Superstructure, viele Kanonen, gute Panzerung, da geht tatsächlich nicht so viel rein. Der kitet jetzt auch weg. Ich würde auch immer gucken, wenn ihr so einen Kite-Cruiser spielt, wenn ihr seht, eure Flanke ist quasi clear und der Gegner fängt an wegzufahren, dass ihr dann immer die Position wechselt. Versucht dann nicht hinterher zu fahren. Im Zweifelsfall, man muss es immer abwägen. Klar gibt es Momente, wo man hinterherfahren sollte, wo es sich lohnt. Aber im Großen und Ganzen ist halt hinterherfahren, gerade mit einem deutschen Cruiser, immer ein bisschen problematisch, weil euer Concealment nicht so gut ist. Das heißt, wenn ihr wirklich Nose-in gecatcht werdet und ihr müsst dann einen Gamer-Turn machen, dann kann es halt sein, dass ihr gewone-shottet werdet. Deswegen seht ihr jetzt auch hier, die Normandie dreht raus. Ich fahre mir jetzt nicht hinterher, sondern ich werde mich jetzt Richtung Mitte verschieben, um da die Schiffe, die kommen, zusätzlich noch abzufarmen. Um hier nochmal meinen Damage zusätzlich zu erhöhen. Wir sind tatsächlich auf einem guten Damage-Stand mit 84k. Muss man echt sagen, für ein Tier 7er in einem Low-Tier-Match ist es ein solider Wert. Was ganz besonders cool ist, dass wir noch Full HP sind. Gerade im Late Game als Cruiser gut HP zu haben, ist ein wichtiger Faktor. Weil ihr seht, wir spielen jetzt noch gegen einen Flugzeugträger, gegen einen DD, einen Tier 8 Kreuzer, gegen eine Ipiranga. Also wir werden unsere HP auf jeden Fall noch brauchen. So, ich schiebe jetzt in die Mitte rein. Enterprise kommt auch in meine Richtung, spottet mich. Gleich die Flak noch auf einer Seite verbessern, um hier meiner Norca ein bisschen Support zu geben, bestmöglich. Aber gerade gegen Enterprise ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Für mich ist jetzt wichtig zu schauen, was macht die Ipiranga, fährt die hier rein, muss ich rausdrehen. Weil der mit seiner Secondary Range kann mir tatsächlich sehr, sehr krass wehtun. Bin jetzt auch spotted. Ich gehe mal davon aus, das ist der DD, die Z31. Aber wir sehen, die Ipiranga dreht raus. Das bedeutet für mich, ich kann jetzt ein bisschen reindrehen, ranfahren
und möglicherweise für das B-Cap gehen, weil die Ipiranga leidet hier relativ stark unterm Flugzeugträger und auch die Norca ist auf ihm drauf. Also das könnte sein, dass der es nicht mehr so lang macht. Wenn wir uns die Minimap angucken, sehen wir, dass die Almirante hier runterfährt. Das ist auch so ein Faktor, da müsst ihr Rücksicht drauf nehmen. Wenn ich jetzt hier ins B-Cap reinfahre und der fährt mir in meine Breitseite rein, habe ich ein totales Problem. Weil ich bin ja spotted, er weiß, wo ich bin, aber ich weiß nicht, wo er ist. Und da geht er schon auf. Das heißt, wir dürfen jetzt mit unserem Tier 7er Kreuzer ohne Heal gegen den Tier 8er Kreuzer mit Heal spielen. Hier auf jeden Fall mein Tipp gegen die panamerikanischen Kreuzer. Die haben nur AP. Das bedeutet, ihr versucht euch hier bestmöglich zu winkeln, damit ihr so wenig Schaden wie möglich bekommt. Klar, es ist schöner, wenn man alle Türme benutzen kann, aber ihr müsst es mal so sehen. Umso länger ihr am Leben seid, umso mehr Schaden könnt ihr machen. Das heißt, könnt ihr auch ihm machen. Und umso früher ihr rausgeht, umso weniger Schaden macht ihr. Auch wenn ihr vielleicht mehr Schaden macht. Aber das ist tatsächlich immer so ein Faktor, den viele unterschätzen. Die wollen halt mit der Breitseite alle Türme nutzen, kriegen dafür ihr halbes Schiff rausgedrückt und gehen halt dann schneller raus in so einem Gunfight. Und wenn du da halt deine vorderen Guns benutzt, kannst du dem halt auch schaden. Ihr seht das ja hier. Ich drücke ihn eigentlich raus. Er macht mir im Gegensatz eigentlich gar nicht so viel Schaden. Ich kriege kontinuierlich meinen Schaden. Auf was ihr halt auch aufpassen müsst, sind Torps. Mein Hydro läuft noch, deswegen fühle ich mich sicher. Der Vorteil ist halt auch, er kann mir keine Brände setzen. Das macht es nochmal etwas angenehmer für mich. Tatsächlich mit seinem Heal hat er einen Vorteil. Das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt erstmal entschließe zuzugehen, in Deckung zu gehen, erstmal zu gucken, was passiert hier überhaupt noch alles. Weil wir hier noch den Flugzeugträger haben, wir haben noch die Eintracht oben und den DD. Und wenn ich jetzt einfach hier rausfahre ins offene Wasser, ohne zu wissen, wo was ist, kann das sehr unangenehm werden. Da ist jetzt auch so ein bisschen das Thema, ich muss schauen, was mein Flugzeugträger mir spottet. Der fliegt, so wie es aussieht, gerade einfach durch den Fighter durch. Das sollte man tatsächlich nicht machen. Droppt hier aber zwischendrin nochmal, um nicht ganz so viele Flugzeuge zu verlieren. Und wir gucken mal, was er hier so spottet. Tatsächlich nichts. Ich bin aber jetzt noch einmal offen, weil die Almirante nochmal rüberfährt. Habe jetzt meine Türme tatsächlich nicht gedreht. Wollte jetzt auf AP wechseln, da kamen auch seine Torps. Aber tatsächlich hat er sich bis dahin wieder gewinkelt. Und ich wechsle jetzt auf HE zurück und versuche ihn hier weiter zu beschießen. Enterprise Position ist jetzt auch ziemlich sicher. Also da weiß ich jetzt auch, wo der ist. Und dann haben wir noch die Z31. Auf den habe ich tatsächlich so ein bisschen spekuliert, weil ich gesehen habe, der fährt nach oben. Bin jetzt hier gebeacht. Das war ein bisschen ärgerlich, weil ich tatsächlich nicht wusste, warum ich gebeacht bin. Ich habe hier kein Infosignal bekommen, dass hier irgendwie Insel ist. So, da ist auch die Eintracht. Ich habe gesehen, okay, der ist AFK. Da helfen mir tatsächlich auch meine Mods, weil die zeigen mir nämlich an, wenn jemand AFK ist. Das ist immer eine sehr gute und wichtige Information. Der DD ist jetzt vorne. Hat sich da gebeacht. Ich drehe meine Türme und möchte den selbstverständlich finishen. Damit er uns nicht mehr auf die Nerven geht, damit er nicht noch einen Smoke ziehen kann oder irgendwelche Probleme verursacht. Aber mein BB kriegt ihn hier rechtzeitig raus. Das bedeutet, wir können jetzt auch durchfahren. Der Gegner hat noch einen Cap. Die Almirante ist auch wieder da. Beschießt mich auch. Fröhlich. Also wir hatten hier ein kleines Privatduell, würde ich mal sagen, auf der Flanke. Aber ihr seht schon, wie ich ihn runtergetradet habe. Er hat schon auch ein paar Heals gezogen. Habe jetzt hier die Enterprise
Aber die Enterprise geht ja erstmal nicht auf mich. Für mich ist diese Almirante halt das größere Problem als diese Enterprise. Deswegen versuche ich ihn hier hinter den Berg zu drücken, was tatsächlich gelingt. Und habe mich jetzt dafür entschieden, nachdem die Almirante hinterm Berg ist, für die Enterprise zu gehen. Um ihn da Damage zu machen, um ihn vielleicht hier rauszukriegen. Aber immer auch versuchen, angewinkelt zu sein. Habe jetzt mal AP probiert, hat gemerkt, okay, das war ein totaler Mega-Reinfall. Weil gerade, wenn ihr da aufs Deck schießt, passiert nichts. Ich habe mich jetzt entschieden, auf seinen Kommandoturm zu schießen mit meinem HE, um ihn hier unter Druck zu setzen. Das klappt auch sehr gut. Wir kriegen hier guten Damage rein. Können währenddessen sogar noch cappen. Ich habe immer so ein bisschen Blick auf eine Eintracht gehabt, weil ich mir gedacht habe, ey, wenn die jetzt doch auf einmal reinlädt und ich stehe Breitseite zu ihm, könnte es unangenehm sein. Ich bin jetzt auch weiterhin gewinkelt zur Allende, weil ich mir gedacht habe, wenn der jetzt vorne rumkommt und ich Breitseite stehe, punisht mich das auch. Fahre so auch auf den Berg zu, um möglicherweise noch das Cap zu bekommen, was auch noch funktioniert hat. Kann jetzt hier noch weiter auf den Carrier schießen. Sehe jetzt auf der Minimap, dass die Allende vorfährt, auch über meinen Spotter-Plane, also über meinen Fighter. Wir kriegen den Carrier. Das bedeutet jetzt ein Privatduell zwischen mir und der Allende. Ich habe meine Torps schon mal geworfen. Lade auf AP. Hydro läuft auch, weil der hat auch die Möglichkeit, Torps zu werfen und ein Hydro. Winkel mich jetzt auch hier. Schau, dass ich nicht möglichst viel Damage von ihm bekomme. Shots sind raus. Da kommt auch nochmal eine Sit. Und dann kriege ich ihn hier über das Flooding. Sehr, sehr geil. Und damit haben wir uns eigentlich dieses Game hier einverleibt. Ja, ihr seht's. Punktetechnisch sind wir einfach vorne. Da dürft ihr euch jetzt hier nicht vom Mod verunsichern lassen. Der zeigt hier nur falsch an. Punktetechnisch haben wir die Runde gewonnen. Seht ihr oben. Der Sieg ist eingetütet. Also ich denke, dass diese Runde ein gutes Beispiel ist, dass man auch mit einem Low-Tier-Cruiser geile Games haben kann in einem High-Tier-Match. Weil es wird ja immer so viel geschimpft. Aber gutes Positioning ist halt auch einfach key in diesem Spiel. Zu gucken, wo kann ich die Stärken meines Schiffs perfekt einbringen. Wo kann ich dem Gegner auf die Nerven gehen. Wo kann ich meine Kills holen. Und wenn man das einigermaßen berücksichtigt, kann man auch mal in so einem Game guten Damage machen. Schauen wir zur Teamwertung. Hier sehen wir erst, wie gut diese Runde eigentlich war. Wir haben knapp 3000 Base. Auf einem Tier 7 ist das schon eine sehr solide Leistung. Wenn euch die Mütze spielt gefallen hat, lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da. Wenn ihr noch Fragen habt, über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.